Even a journey of 1,000 miles begins with a single step. Ein Sommer, 44 Tage, 2 Brüder, 6 Länder, 3.282 Kilometer. Unsere Route, die Donau bis Ungarn, quer durch Kroatien, von Venedig bis zum Bodensee. Wir waren auf der Suche nach dem großen Abenteuer. Wir wollten die Welt sehen, Deutschland weit hinter uns lassen. Wir würden Spaß haben und Menschen in fremden Ländern kennenlernen. Wir würden an unsere Grenzen gehen. Wir würden einander satt haben. Auf einem langsamen Fahrrad würden wir alles viel intensiver erleben. It is a dangerous business going out your door. You step onto the road and if you don't keep your feet, there is no knowing where you might be swept off to. So Leute, gleich geht's endlich los und auch wenn es unsicher bleibt und spannend bleibt, ob alles funktioniert, ich habe sehr viel vorbereitet und freue mich einfach zu starten endlich. Und genau, ich fahre mit einem Mountainbike mit Bikepacking-Taschen und ich werde erstmal nach St. Augustin fahren, von Velbert aus, dort wohne ich. Dort habe ich eine Mitfahrerin, die fährt mit mir bis Nürnberg und da stößt dann mein Bruder endlich dazu in einer Woche, genau. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away, to a place where we don't know. 20. Juni 2022. Heute war der erste Tag meiner Bikepacking-Reise 2022. Es ist immer ein komisches Gefühl loszufahren. Man sagt Ciao und dann ist man unterwegs. Man taucht in eine andere Welt ein. Die Welt des Reisens. Ich liebe sie und ich freue mich auf jedes Erlebnis, das vor mir liegt. Ich hatte die Reise gemeinsam mit meinem Bruder schon monatelang geplant, Geld verdient und Ausrüstung gekauft. Kurz vor dem geplanten Start ging es mir aber gesundheitlich echt schlecht. Am Tag der Abreise wusste ich nicht, wie ich mich verhalten soll. Wir hatten einen strikten Zeitplan und es war mein größter Traum. Ich bin quasi ins kalte Wasser gesprungen. So, heute ist der zweite Tag. Jetzt hole ich erstmal die Johanna ab und dann geht's ab an Rhein. Und den werden wir auch die nächsten Tage entlang fahren. Also ich habe jetzt die Johanna abgeholt. Wir fahren zusammen mindestens bis Nürnberg. Sie hat aber noch einiges mehr vor als ich und deswegen ist ihr Fahrrad auch entsprechend vollgepackt. Johanna habe ich online über die Mitradelzentrale vom ADFC kennengelernt. Es war genial, die Erlebnisse der ersten Etappe mit jemandem teilen zu können. Außerdem war es eine echte Erfahrung zu sehen, wie verschieden die Prioritäten beim Packen sein können. Wir konnten jedenfalls beide voneinander profitieren. Ich bin beeindruckt von ihren viel größeren Plänen und wünsche ihr viel Erfolg.
Ich bin heute wieder allein unterwegs. Johanna hat sich ein paar Tage Pause bei ihren Großeltern gegönnt. Ich muss jetzt noch nach Nürnberg, habe einen kleinen Umweg gemacht. Bin schon bei 70 Kilometern, muss ungefähr noch 40 machen. Aber freue mich auf die Jugendherberge in Nürnberg. Die ist in einer Burg und das wird bestimmt schön. Und morgen hole ich endlich meinen Bruder ab, darauf freue ich mich auch. Genau, und Johanna treffen wir wahrscheinlich noch mal in Regensburg und fahren mit ihr noch 2 Tage an der Donau entlang. That's why you wanna be there. She leads you to your corridors. Came all the way from China. That's why you mean to tell her that you have no love to give her. She lets you on the wavelength. She lets you without her. You've always been a lover. Ich habe mich so auf meinen Bruder gefreut. Wir waren die letzten Jahre immer zusammen gefahren und ich war so happy, dass unsere Eltern ihm diese Reise überhaupt erlaubt haben. Der 27. Juni war mein erster Tag Pause und ich bin von Freunden mit dem Zug zurück nach Nürnberg gefahren. Ich kann mich noch gut an das Grinsen meines Bruders erinnern, als er ausstieg. So, ich habe jetzt erstmal meinen Bruder hier abgeholt vom Bahnhof in Nürnberg und so voll hier einfach. Sind froh, erstmal rauszukommen. Und jetzt müssen wir noch ein paar Erledigungen in Nürnberg machen und dann geht es endlich wieder nach Reichenschwand. Da ist es ruhiger. Das ist voll ungewohnt nach den 7 Tagen mehr oder weniger nur Dörfer und sowas. Hier in Reichenschwand, hier haben wir früher mal auch gewohnt, ein paar Jahre, und Matteo ist hier geboren in der Nähe. Wir sind bei Freunden jetzt, machen heute doch noch ein paar Tage Pause für Matteo. Also für mich ist es eine Pause, Matteo ist es ja, fängt ja gerade erst an, er braucht eigentlich keine Pause, aber ist nicht so schlimm. Genau, und wir haben ein paar Sachen, die wir zurücksenden wollen, die wir nicht unbedingt brauchen. Die geben wir jetzt mal ab beim Kiosk hier, bei der Post. Ich hatte die Reise von Lukas schon ganz gespannt verfolgt. Es war verrückt, dass sogar in der Schule davon gesprochen wurde. Jemand sagte mal, ja, dein Bruder ist gerade irgendwo in Badelatschen unterwegs. Kurz vor der Abreise ist mir mein Reifen geplatzt. Ein Schock. Es hat dann trotzdem alles gut geklappt und ich war pünktlich fertig. Am Montag bin ich dann morgens um 8 in den Zug gestiegen. Mein Großvater hat mich noch nach Wuppertal begleitet, von wo ich den Zug nach Nürnberg genommen habe. Ich hatte Sorgen wegen dem Verstauen des Fahrrads. Das hat aber alles reibungslos funktioniert. Verrückt war, dass ich die gleiche Strecke wie mein Bruder gefahren bin. Als ich dann in Nürnberg angekommen bin, war es super, sofort in Empfang genommen zu werden. In Nürnberg sind wir dann noch durch die halbe Stadt gelaufen und haben einige Sachen besorgt. Als wir dann später in Reichenschwand angekommen sind, waren wir recht müde und wurden sehr schön von früheren Nachbarn empfangen. Nur eins, das von Herzen kommt und ganz für mich allein. Hey, ich komm, flieg mit mir, lass dich in meinen Himmel fallen. Yes. Ich fang dich in mein Wolkenbett, du bist die schönste hier von allen. Ich lass mich fallen, ich fall in dich hinein. Wir waren motiviert und wir hatten Energie.
Auf unserer ersten gemeinsamen Strecke haben wir rund 119 Kilometer gemacht, obwohl es zu Beginn eigentlich einige bemerkenswerte Steigungen gab. Besonders schön an dem Tag war es auch, Dave und Luise kennenzulernen. Die beiden wollen mit dem Fahrrad bis nach Asien. Fahrradreisende sind schon ein verrücktes Völkchen. Yeah, Quo, es ist dieser Augenblick, während du in diese Augen blickst. Alles neu, doch alles vertraut. Lass uns raus hier aus diesem Beton. Ach, schieb sie davon, yeah. Einfach nur weg und nie wiederkommen. Nimm meine Hand und wir fliegen davon. Yeah. Oh, oh, oh. Yes. Wir haben uns jetzt hier zum Walhalla hochgekämpft. Müssen gerade ein bisschen schieben, weil man hier nicht Fahrrad fahren darf. Das ist aber auch mal angenehm. Dann sehen wir uns gleich oben. Mal schauen, was es für eine Aussicht gibt. Und dann gibt es auch erstmal was zu essen für uns. Wir sind jetzt hier am Walhalla oben angekommen. Wir dachten ja, das ist irgendwie ein römisches Bauwerk und schon ewig alt und sowas. Aber da haben wir uns vertan. Es wurde von Ludwig I. in Auftrag gegeben und dann von dem Architekten Leo von Klenze zwischen 1836 und 1842 gebaut. Das Walhalla ist halt ein Ehrendenkmal und da drin sind verschiedene Büsten enthalten von verschiedenen deutschen Persönlichkeiten. Zum Beispiel Dichtern und auch Politikern, zum Beispiel Konrad Adenauer. Und wie findest du die Aussicht? Geil. Ja. Wir hatten beschlossen, irgendwann auf der Tour einmal wild zu campen. Als wir es dann das erste Mal taten, war es eher unfreiwillig, weil wir uns mit den Kilometern der Tagestour verschätzten und weit und breit kein Campingplatz zu erreichen war. Wir haben uns dann einen schönen Platz an der Donau gesucht. Ein Problem war, dass wir kein Wasser hatten, deshalb bin ich dann in ein kleines Dorf gefahren und habe welches besorgt. Es war ein richtig cooler Abend und es war cool, einfach in der Natur zu sein und Zeit unter sich zu haben. Und dann kommen die Wellen. Wir sind jetzt hier in Straubing, ist sehr schön hier und haben ein wenig gefrühstückt. Und zwar waren wir heute Nacht Wildcampen. Davon gibt es nicht so viele Beweise. Und deswegen mussten wir heute Morgen auch schon ein paar Kilometer fahren, fast 7 oder so, ohne Frühstück. Wir hatten kein Essen mehr. Genau, aber jetzt sind wir gestärkt und jetzt geht's weiter. Wir sind immer noch hier in dem Ort, wo wir bei der Bäckerei gefrühstückt haben. Der Lukas hat sich einen Platten reingefahren mal wieder. Nächste Scherbe. So, wir haben jetzt den Platten geflickt und den neuen Mantel drauf gemacht. Hat sich jetzt gelohnt, dass wir so früh unterwegs waren. Genau, und jetzt essen wir noch mal was und dann geht's weiter. So, der Mathieu ist jetzt gerade beim Netto hier einmal einkaufen. Nach unserer Panne heute sind wir doch noch einiges weitergekommen. Wir haben jetzt, ich glaube, so um die 70 Kilometer auf dem Tacho. Und wir wollen heute aber noch weiterkommen bis kurz vor Passau. Das sind jetzt noch circa 30 Kilometer, vielleicht ein wenig mehr. Aber der Campingplatz macht erst um 20 Uhr zu. Solange das Wetter hält, es ist ziemlich wolkig hier und es regnet auch leicht, wird das klappen. Genau, wir sind mal gespannt, aber wir sind ja auch
voll ausgerüstet. Und wie es dann geregnet hat. Eine Abkühlung habe ich gebraucht. Aber so eine... Hi, wir sind jetzt am Dreiflüssig-Camping in der Nähe von Passau. Der nächste Ort heißt Schalding, links der Donau. Und das ist ganz cool, es hat vorhin geregnet, deswegen konnten wir unser Zelt nicht aufbauen. Und da haben wir einfach gefragt, ob wir hier in der Hütte übernachten können auf dem Campingplatz. Das ist ganz cool, dass wir das können. Und dann kochen wir jetzt hier schön unser Essen mit Fleisch, mit Zwiebeln, mit Zucchini und ja. Morgen werden wir in Österreich einreisen. Heute ist einfach unser letzter Tag in Deutschland und wir wollen heute noch bis nach Passau, nach Österreich und wir freuen uns mega aufs Ausland. Ja, wir haben jetzt schon 12 Uhr, sind noch nicht losgekommen. Gestern hat es geregnet, wir mussten unsere Sachen aufhängen, damit die trocknen. Matthias hat sehr lange ausgeschlafen, wir haben auch zum Packen jetzt sehr lange gebraucht und wir hoffen, wir kommen noch weiter heute. Hör mal rein, dass wir alles schaffen. Nach Österreich kommen wir auf jeden Fall noch, das sind nur noch 10 Kilometer. Darauf freuen wir uns mega auf die nächsten Länder, auf die nächsten Tage, die nächsten Wochen. Also, wir sind jetzt tatsächlich in Österreich und seitdem wir hier sind, ist die Motivation auf jeden Fall ein wenig mehr da wieder. Nachdem wir heute bisher 20 Kilometer gefahren auf dem Tacho haben, aber ja, ein bisschen schafft man noch, vielleicht schaffen wir es auch noch bis Linz. Wenn die Zeit reicht, es kommt auf die Zeit an. Wir machen das. Ja, 80 Kilometer, warum nicht? Wir haben jetzt 3:30 schon, das ist halt schon ein bisschen spät, aber wir schauen mal. Heute ist unser zweiter Tag in Österreich und wir sehen einfach das erste Mal die Berge, also ich glaube das sind die Alpen im Süden, zeichnen sich jedenfalls ziemlich hoch ab, aber sind noch einiges entfernt und wir fahren ja die Donau entlang, also bleibt erstmal flach wahrscheinlich. Mal schauen, ob wir noch näher dran kommen, müssen wir uns auf der Karte mal anschauen. Genau, genießt den Ausblick. In Österreich hatten wir es natürlich nicht mehr bis nach Linz geschafft. Und überhaupt waren wir ziemlich langsam unterwegs gewesen und hatten keine große Strecke zurückgelegt. Wir waren eher damit beschäftigt, Essen zu suchen. Es war Samstagabends und die Supermärkte in Österreich schließen alle ziemlich früh. Irgendwie haben wir uns aber durchgefuttert und vor allem ziemlich viel Geld in einem Restaurant gelassen. Wir sind jetzt in Linz und haben uns eine neue Taktik überlegt. Und zwar wollen wir jetzt alle 25 Kilometer fahren und dann eine Pause machen. Dadurch sind wir immer sehr frisch und können mit neuer Motivation in die nächsten 25 Kilometer starten. Am Tag, nachdem wir in Linz waren, haben wir Franzosinnen getroffen, die von Regensburg nach Budapest wollten. Mit denen sind wir dann noch erstmal 40 Kilometer gefahren. Als wir eine Pause gemacht haben, haben wir ein neues Spiel von denen kennengelernt
und ich war das erste Mal in der Donau schwimmen. Als die dann einen Platten hatten, konnten wir sogar noch unsere handwerklichen Fähigkeiten einbringen. Jetzt sind wir wieder zu zweit unterwegs. Wir müssen gucken, wo wir jetzt heute Nacht schlafen. Genau, ganz so weit wie wir geplant haben, werden wir jetzt nicht mehr kommen. War ein cooler Tag bis hierhin. Also wir sind jetzt in Krems angekommen, ist das jetzt richtig? Ja. Ja, ist jetzt richtig, wenn du kannst. Ich bin ziemlich platt, habe schon alles jetzt verlegt, das Geld gerade und sonst was. Und jetzt essen wir erstmal, also müssen wir erstmal einkaufen fürs Essen noch schnell, bevor der zumacht. Und dann duschen, essen, Zelt aufbauen, entspannen. Oh yes. Haben jetzt erstmal auch noch einen Orangensaft, einen super schön kühlen getrunken. Der war auch ziemlich lecker hier direkt beim Campingplatz. Empfehlenswert den Campingplatz, der ist sehr schön nah an der Donau gelegen. Ja, hol noch eine Paprika, dann nehmen wir dann noch. Machen wir dann das oder? Oh Mann, haben es geschafft, eingekauft. Erstmal einen Pfeffer runtergeschmissen. Ja. Boah, das Schloss da, das war echt cool. Da wäre ich auch noch gern gewesen. Ja, die Aussicht war echt schön. Und auch den Regenbogen, den wir gesehen haben, der war auch echt schön. Aber weißt du noch, wie nass der Tag eigentlich gestartet hat? Wir wollten losfahren und dann hat es angefangen zu schütten und wir mussten einfach uns erstmal unterstellen. Ja. Ja, das stimmt, das war in Rhein, oder? Und dann haben wir da doch diese Schüler aus Ulm getroffen, die mit dem Kanu da waren. Stimmt, die haben als Schulausflug einfach eine mehrtägige Kanutour gemacht. Das ist schon eine ziemlich coole Sache als Schulausflug. Muss ich auch mal machen, auf jeden Fall. Ja, let's go. Aber der Tag war echt noch schön. Später, das Wetter war richtig gut und wir haben die Französinnen getroffen und ja, aber als wir die dann verlassen haben, wir wollten ja 100 Kilometer schaffen, wir haben so reingeklotzt noch und ich war so platt am Abend. Ja, du warst wirklich platt. Aber ich war noch gar nicht platt irgendwie. Ja. Ich hätte gerne noch die 100 Kilometer und mehr gemacht nochmal. Ja, du wolltest noch weiter, aber es war echt gut, dass wir in Krems dann geblieben sind, weil wir haben Nina kennengelernt, eine Fahrradfahrerin aus den Niederlanden. Und wir haben sie auf dem Weg bis Budapest noch sehr oft getroffen und sind dann auch mal zusammen gefahren und haben zusammen in Bratislava in einem Hostel übernachtet und die Stadt besichtigt. Das war echt schön. Ich bin platt. Ja, Naja. du bist ziemlich platt, du schläfst die ganze Zeit fast ein. Aber wir haben es geschafft, einfach nach Wien. Das ist unglaublich. Ich habe jetzt schon über 1000 Kilometer, also wir wollen zwar noch weiter, aber wir sind einfach mit dem Fahrrad von Essen nach Wien. Ich und Matteo seit Nürnberg. Jetzt, wir sind auf jeden Fall happy und es ist aber auch eine chaotische Stadt auf den Straßen, auch wenn es Fahrradwege gibt, die ganz gut zu fahren sind. Es ist sehr viel los und genau, hinter uns seht ihr die Hofburg. Von hier wurde das Habsburger Reich regiert.
Hinter Wien gab es einen Campingplatz, auf dem man kostenlos campen konnte, allerdings ohne Toilette und Wasser. Deshalb, und weil bei Lukas wieder etwas angeschlagen war, beschlossen wir dort einen Tag Pause zu machen. Am Tag Pause dann haben wir es uns in der 5 Kilometer entfernten Stadt Hainburg gut gehen lassen und ein paar Sachen besorgt. Am Tag, nachdem wir Pause gemacht haben, wurden wir dann von einem Konzert auf der anderen Seite des Flusses geweckt. Und sowas erlebt man echt nicht jeden Tag. Dann haben wir sogar noch Nina wieder getroffen, die wir in Krems schon kennengelernt hatten. Mit ihr sind wir dann die nächsten 2 Tage bis Győr in Ungarn gefahren. No, I didn't. How do you know it? I don't know, just intuitive. So, Yeah. yeah. Sieht aber ganz anders von hier oben aus, oder? Wir sind heute den 2. Tag in Ungarn. Vielleicht habt ihr es gerade bei Matteo gesehen, er hat viele Mitfahrer und zwar heute sind es Fliegen. Gestern hatte ich einen Grashüpfer, der ist bestimmt 1 Kilometer oder 2 mitgefahren. Ja, manchmal ist es witzig, manchmal ist es auch ziemlich nervig. Bisher sind wir auf der Straße gefahren oder Fahrradweg und die Fahrradwege sind relativ gut. Mal mehr, mal weniger. Die Autostraßen waren immer wieder ziemlich kaputt. Jetzt sind wir gerade auf dem Feldweg unterwegs gewesen. Es holpert auch und alles wackelt. Jedenfalls bei mir, ich glaube bei meinem Bruder auch und ja, muss man sich darauf einlassen. Come on. So, wir sind jetzt hier wieder an der Donau und zwar das erste Mal seit gestern Morgen. Das war ganz komisch, nicht am Fluss zu fahren, weil wir ja so lange schon am Fluss gefahren sind. In Eden bei Tata haben wir wieder einen Tag Pause gemacht, erneut, weil bei Lukas nicht fit war. Mein Highlight dort war das Essen. Wir haben zweimal gefrühstückt, beide Male richtig gute Croissants und beim zweiten Mal auch eine Wurstplatte. Außerdem bin ich alleine einkaufen gewesen, 15 Kilometer nach Tata und zurück. Und dann sind wir nach Budapest. Ich würde sagen, gefühlt geflogen. Wir sind 40 Kilometer lang an die 30 bis 50 km/h gefahren.
wir haben uns eine Bootsfahrt gebucht. Das heißt, wir fahren gleich das erste Mal mit dem Boot auf der Donau. Und ja, darüber haben wir schon lange rumgesponnen und jetzt machen wir es tatsächlich. Das ist cool. Genau, und jetzt haben wir erstmal ordentlich eingekauft. Bei Subway haben wir gegessen. Wir wollten eigentlich nur auf Toilette gehen, aber es hat so gut da gerochen dann. Ja, ist nicht ganz so teuer und vielleicht nicht typisch ungarisch. Aber das haben wir auf dem Campingplatz schon ausprobiert und das war gut. Ja, jetzt sind wir auf einer Brücke. Da sind wir auch gestern schon mit dem Boot durchgefahren und genießen nochmal den Moment. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt hier wirklich machen. Matteo macht sowieso. Ich habe mir hier mal meine GoPro an mein Handgelenk festgemacht. Deswegen kann ich ja auch nicht so gut drehen jetzt. Und wir wollen jetzt hier ins Wasser springen. Das ist ein Arm von der Donau oder ein Fluss in der Nähe. Wir haben jetzt gerade Baja verlassen. Das ist eine der letzten Städte, die wir in Ungarn noch besuchen. Der letzte Tag in Ungarn war nochmal richtig intensiv, oder? Wir mussten zum Beispiel mein Fahrrad reparieren lassen, weil ich schon die letzten Tage am Hinterrad ein Problem hatte. Aber die Leute in Baja, die waren richtig nett, generell in Ungarn. Und die konnten uns richtig gut helfen, das war echt schön. Ja. Ja, ich fand vor allem die Strecke am letzten Tag nochmal richtig schön. Wir sind ewig lang auf Dünen, die mit Feldwegen bebaut waren, entlang gefahren. Das war wirklich cool. Vor allem die Natur auch nochmal. Ja, und die Tiere immer wieder. Und ich fand auch die Wege am Ende hinter Budapest waren viel besser als am Anfang, weil das war viel ländlicher, viel mehr Feldwege und nicht die Straßen mit Schlaglöchern. Das war schon gut. Ja, Ungarn hat uns echt gut gefallen, also mir jedenfalls. Was war dein Highlight, Matteo? Mein Highlight? Ich denke, vor allem die Pause in Tata, allein in der Fahrrad zu fahren, das war schon cool. Und dann vor allem auch die ewig langen Sonnenblumenfelder, die wir zwischendurch gesehen haben. Die waren echt schön, ja. Und Budapest, ja. Der weit entfernteste Punkt von zu Hause einfach. Ziemlich weit östlich, nicht der südlichste Punkt, aber die meisten Kilometer Luftlinie von zu Hause. Ziemlich verrückt. Das ist wahrscheinlich jetzt eines der letzten Male, dass wir die Donau sehen und das letzte Mal auf jeden Fall, dass wir die überqueren. Wir haben uns jetzt erstmal an den Strand hier gechillt. Ein letztes Mal Donau, bevor es dann nach Kroatien geht. Genau, wir werden es schon vermissen, wir sind so lange an ihr lang gefahren. Jetzt genießen wir es einfach nochmal, gehen nochmal schwimmen. Ready? Set. Yeah, go. Einfach treiben lassen, du musst nicht alles machen. Hopp, 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 hier bin ich. Ja, los.
Brötchen bei der Pause, die haben nochmal richtig gut getan. Ja, generell das Essen. Wir hatten so viel gekauft, aber das hatten wir auch nötig für das, was wir danach vorhatten, oder? Ja, wirklich. Wir haben dann ja nochmal richtig Gas gegeben. Nur an Wasser hatten wir nicht gedacht. Ja, dafür haben wir einfach bei einer Familie gefragt und die konnten zwar kein Englisch, haben dann ihre Kinder geholt, die konnten Englisch. Und ja, wie gesagt, die Menschen waren so freundlich einfach in Ungarn. Ja, und dann die Grenze, Ja, wirklich. die war so fett einfach, aber wir sind einfach durchgekommen, ja. Und genau. Und dann der Sonnenuntergang. Thanks, have a nice day. See ya. Wir sind in Kroatien, Junge. Check. Ouch. Ja, Mann! Oh yeah. That's so nice. Croatia. Guck, Hrvatska oder Hrvatska. Keine Ahnung. Es fühlt sich wie Fliegen. So leicht muss Liebe sein. So leicht muss Liebe sein. Ey, du bist doch kein. Oh mein Gott! You day and night, I can't get enough. Oh, nah. I can't lie, I love the way you're messing with my mind. I can't get enough of my sweet Madeline. You're the reason why I'm waking up smiling. Oh, my sweet Madeline, your name is written all over my heart. I can't stop. Wir sind nach Kroatien reingerast und mit dem Sonnenuntergang im Nacken war das so ein nices Gefühl und wir sind durch die Dörfer durchgerast und die Leute haben uns alle ein bisschen komisch angeschaut. Dann ging es auch das erste Mal bergauf und später bergab, das war echt nice. Aber wann waren wir eigentlich am Campingplatz, Matteo? Ehrlich gesagt habe ich gar keine Ahnung. Ich weiß noch, um Punkt 8 sind wir nach Kroatien reingekommen. Das weiß ich Warum? noch, weil mein Vater mir eine Nachricht geschrieben hatte. Ja, crazy. Aber am nächsten Tag, da haben wir dafür gar nichts geschafft. 30 Kilometer. Das Problem war aber auch, es gab keine Campingplätze in der Umgebung, außer einen einzigen, 30 Kilometer entfernt. Ja, aber der war nice. Ja, wirklich. Da war so ein Hund auf dem Campingplatz. Stimmt, Rocky. Der war auch richtig anhänglich. Ich bin... Matteo hat den nicht mehr aus der Dusche rausgekriegt. Ja, richtig. Der wollte noch nicht mal aus meiner Duschkabine raus. Oh yes. Dem C mit dem V sogar. Modric, Radic und sonst was, ne? Für Namen. Heute ist der dritte Tag in Kroatien. Wir mögen das Land, denn die Leute sind sehr freundlich und die Straßen sind ziemlich gut. Und wir sind jetzt in der ersten größeren Stadt, Osijek. Wenn man auf die Karte schaut, dann gibt es auch nicht so viele große Städte. Mal schauen, wo uns der Weg heute noch lang führt. Wir hoffen, wir erreichen einen Campingplatz. Es gibt nicht ganz so viele. Und sonst überlegen wir auch mal, vielleicht einfach im Garten irgendwo zu schlafen und Leute zu fragen. Guten Morgen, wir haben heute hier auf diesem Bolzplatz geschlafen. Wir haben gestern das erste Mal versucht, einfach zu fragen, ob wir bei jemandem im Garten schlafen können. Die hatten aber leider keinen Platz
oder wollten es nicht. Jedenfalls haben die uns gesagt, wir könnten hier auf dem Bolzplatz schlafen. Und wir waren schon so müde und hatten keine Lust mehr noch weiter rumzufragen. Jetzt gehen wir erstmal was frühstücken, weil Essen haben wir nicht mehr. Außer Magnesium-Tabletten. Genau. Und dafür sind wir heute echt früh unterwegs. Wir haben jetzt 7:10 Uhr. Das ist mal ein guter Burek. Gestern war der überhaupt nicht durchgebacken. Ich weiß nicht, was das war. Voll hell irgendwie. Aber hier mit Fleisch und Matteo hat mit Käse. Richtig gut. Ich glaube, es macht auch satt. Und dann haben wir noch so süßes Gebäck. Mal schauen, was das ist. Wie das schmeckt. Mit Schokolade. Hatten wir auch lange nicht mehr. Und was wir lieben, ist Fladenbrot. Und dann tun wir uns immer Wurst drauf. Also Kroatien. Ist echt toll. Ja, stimmt. Wir fahren hier gerade die ersten ziemlich großen steilen Anstiege unserer Tour. Wir sind jetzt hier auf der Festung Ruziker Grat. Wir sind jetzt hier 15 Kilometer bergauf gefahren. Wir hatten uns gedacht, jetzt suchen wir uns mal einen naturbelassenen Weg. Wir hatten die Berge schon von weitem gesehen, aber dass es so schwierig sein würde, die Richtung zu halten und dass es die von Komoot vorgeschlagenen Wege gar nicht gab, damit haben wir nicht gerechnet. Um im Naturpark Papuk Fahrrad zu fahren, darf man also gerne einen ganzen Tag einplanen. Die steilen Anstiege, ständig die Richtung ändernde oder nicht vorhandene Wege, keinen Menschen fragen zu können, kein Netz zu haben, das hat uns alles abverlangt. Dennoch, das Abenteuer war es wert. Hi, wir sind jetzt nirgendwo nicht mehr auf der Route. Das war echt ein richtig schöner Naturpark. Richtig schöne Abfahrten und auch die Auffahrten waren cool. Aber die haben uns echt Uns ein bisschen Zeit gekostet. Aber jetzt sitzen wir an einem schönen See. Gehört bestimmt auch noch zum Naturpark. Und am dann liebsten reinspringen. Ja, das würde echt gut tun. Naja, und dann fahren wir gleich erstmal weiter und erstmal wieder Straße, denke ich. Genau. Yeah. Aber zu diesem Zeitpunkt lag der schönste Teil der Tagestour noch vor uns. Für diese Aussicht hatte sich jede einzelne Auffahrt der Tour bezahlt gemacht. Später sind wir noch einmal mitten in der Natur unterwegs gewesen. Dieses Mal aber auf breiten und stetigen Wegen. Wir wurden mit tollen Aussichten und Abfahrten belohnt und der Tag entwickelte sich zu puren Energiequellen. Der Höhepunkt des Abends war jedoch die Suche nach einem Schlafplatz, denn Campingplätze gab es wieder nicht. Wir haben es also wieder mit privaten Übernachtungsmöglichkeiten versucht. Und wir hatten Glück, wir durften bei Sebastian und seiner Familie im Garten übernachten.
Vielen Dank an Sebastian und viele Grüße nach Daruwa. Wir sind heute den 5. Tag in Kroatien. Heute sind wir wieder relativ früh rausgekommen und haben jetzt auch schon 60 Kilometer nach einer langen Mittagspause. An dem Tag hatte ich Geburtstag. Morgens um 1:30 hatte ich die erste Nachricht von meiner Schwester bekommen. Und es war einfach krass, dann aufzuwachen und zu wissen, du bist in Kroatien mit dem Fahrrad und hast Geburtstag. Wir waren dann noch was essen und haben ein paar Sachen beim DM besorgt. Komischerweise mit deutscher Artikelbeschreibung. Und an dem Tag dann noch Fahrrad zu fahren, hat richtig Spaß gemacht. Abends sind wir dann auf einem viel größeren Campingplatz angekommen, als wir bisher gewohnt waren. Und dann haben wir noch 2 Fahrradfahrer kennengelernt, die viel größere Pläne hatten als wir. Weißt du noch, wie wir am 21. Juli auf dem Campingresort angekommen sind, Matteo? Boah, das war viel zu groß für uns. Und es gab aber keine anderen Campingplätze in der Umgebung am Meer, die kleiner waren. Und wir haben einfach 200 € bezahlt, weißt du noch? Und dann hast du den Orangensaft für 8 € gekauft, in der gleichen Minute sozusagen, wie ich bezahlt habe, Digga. Ja, wie auch immer. Das Schlimmste war dann, wir sind krank geworden in der Nacht. Ich habe mich übergeben in der Nacht und wir konnten es nicht so richtig genießen. Und wir waren dann echt für 10 Tage krank. Ich
halbe Stunde auf Toilette gehen, weil es ging nicht anders. Ja, ist so schlimm. Und um an Medikamente zu kommen, sind wir dann noch ein paar Kilometer auf heißem Teer in die Stadt reingelaufen. Erinnere mich nicht an die Geschichte. Ja, doch, ich erinnere dich jetzt an die Geschichte. Oh Mann. Aber richtig gut war, dass wir in Salzwasser gebadet haben und das hat richtig gut getan. Da war erstmal alles gefühlt kurz für einen Augenblick weg. Hm. Wir verlassen heute Morgen jetzt hier wieder Rovinje. Es ist gerade so ungefähr 4:30. Ist schon ein bisschen später, wir müssen uns jetzt beeilen. Wir nehmen nämlich heute die Fähre nach Venedig. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? In case of an emergency, you will be notified by means of an alarm or else by instruction. Die Fährfahrt nach Venedig war wirklich etwas Besonderes. Es war keine normale Fähre, sondern ein Highspeed-Katamaran, welcher kroatischen Touristen ermöglicht, Venedig an einem Tag zu besuchen. Für uns kranke Fahrradfahrer war es genau das, was wir brauchten. Ein paar Kilometer ohne Anstrengung zurückzulegen. Ich fand die Überfahrt über die Adria auch richtig cool. Allein in so einer Fähre zu sitzen war ein Erlebnis für sich. Nur leider konnte ich das Ganze nicht so richtig genießen, da ich noch etwas krank war. Wir melden uns jetzt auch mal wieder endlich, nach ewig langer Zeit. Matteo und ich waren in Kroatien für 3 Tage und in Venedig. Es war wunderschön. Dummerweise sind wir genau an dem Tag, an dem wir unseren ersten freien Tag hatten, sind wir krank geworden. Wir haben nur noch 5 Tage haben wir vor uns noch, die wir jetzt planen. Und zwar über die Alpen. Also jetzt geht es eigentlich erstmal hier los. Bisher sind wir nur einmal drumherum gefahren, haben die quasi ausgelassen, so gut es ging, nur um sie jetzt von hinten ranzunehmen. Also wir sind heute in die Berge eingetaucht. Einmal über so einen kleinen Hügel drüber und dann waren wir mittendrin. Das war echt verrückt. So klein war der jetzt nicht, aber wow, ist wunderschön. Leider ist die Stimmung trotzdem ein bisschen getrübt, jedenfalls meine. Ich habe 4 eingeschlafene Finger mittlerweile.
Das ist überhaupt nicht schön. Wir waren zwar wieder gesund, aber nach 6 Krankheitstagen hatten unsere Körper ziemlich abgebaut. Die Probleme mit den Fingern haben mir auch echt Sorgen gemacht, aber so kurz vor dem Ende aufzugeben, war keine Option. Weißt du noch am 42. Tag, Matteo? Wir haben ja dann noch einmal bei einem Freund übernachtet von mir, den ich auf einer Freizeit kennengelernt hatte. Und das war voll nett, dass er uns in seiner Wohnung hat schlafen lassen und den auch mal wiederzusehen. Wirklich. Ja. Da haben wir auch nochmal voll viele neue Leute kennengelernt bei ihm in der Wohnung. Da waren so Leute aus seinem Studiengang da. Das war richtig cool, die alle kennenzulernen, die alle aus verschiedenen Teilen Deutschlands kamen. Mhm. Ja. Ja. Und der Ort hieß ja einfach Lana. Ja, genauso Ja. wie eine Bekannte von uns. Das war Genau, und am nächsten Tag, am vorletzten Tag, sind wir dann noch weitergefahren zu Lena und bei ihr haben wir Pizza bekommen. Und dann sind wir einfach noch am Abend, wir sind sehr spät angekommen, zum Rechenpass hoch. Das war verrückt. Weißt du noch, wie wir am Rechenpass angekommen sind? Und ja. die ganzen Hotels, die waren viel zu teuer. Und kein Campingplatz und wir so, okay, lass mal warten, bis es dunkel wird, oder? Und dann haben wir uns erstmal in ein Restaurant gesessen. Auf dem Rechenpass haben wir dann übernachtet und dann haben wir durchgezogen und wir sind morgens um 7, das ist eines der Male, wo wir echt früh rausgekommen sind auch, oder? Ja, wirklich. Das Ja. Und dann von einem Pass zum anderen, durchs Tal und wieder hoch und dann wieder runter bis zum Bodensee. Und an dem Tag war krass. Ich habe das Gefühl, an dem Tag habe ich dann die ganze Tour nochmal von vorne bis hinten durch erlebt. Mhm. Es gab richtig geile Momente, so Momente, da hattest du doch gar keinen Bock mehr zu fahren. Aber das Ende war wieder mit Sonnenuntergang richtig cool am Bodensee anzukommen. Ja, ja. Und dann warst du einfach in Deutschland plötzlich. Ja, dann waren wir einfach in Deutschland plötzlich. Es war so verrückt. Und dann habe ich es direkt vermisst. Alles. Ja. Und ich vermisse es jetzt. Ja. Ich vermisse es auch. Ja. Es war echt ein tolles Abenteuer.
jetzt hier auf dem Arlberg-Pass angekommen. Höher werden wir auf dieser Tour nie wieder sein. Heute ist der letzte Tag, an dem es heißt Never Not Riding. Steht hier oben. Jetzt geht's bergab. Und zwar wollen wir heute 200 Kilometer knacken, das erste Mal. LOL! Matteo, wir sind in Deutschland!